Sich einmal wie ein echter DJ fühlen. Am Mischpult Knöpfe drücken, Regler schieben und Schalter umlegen. Japan hebt Rhythmusspiele wirklich auf ein ganz anderes Niveau. Und ich sogar einen ganz besonderen Hit aktiv selbst, der gar ein wichtiger Teil der Kultur des Landes ist. Es heißt Idolmaster Tours und von der Reihe hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du meine anderen Videos kennst. Das macht dich zum Produzenten einer japanischen Popband, wofür du dich an dieses Mischpult setzt und dann während den Aufführungen die richtigen Knöpfe drücken musst. Die einfachen Buttons funktionieren relativ klassisch. Der Balken oben auf dem Monitor kommt an, du drückst den entsprechenden Knopf. Und manchmal musst du ihn auch halten. Richtig spannend wird es jedoch dank dieser Regler. Denn ab und an kommen auch besondere Noten, bei denen du die in ihrer kurzen Zeitspanne bis ans Maximum oder wieder zurückdrehen musst. Es mag nicht nach viel klingen, sorgt aber wirklich für ein extrem immersives Erlebnis. Und dann sind da noch diese drei Schalter hier oben links. Gut, die kannst du automatisch auslösen lassen. Aber wenn du sie manuell nutzt, kommt hier noch eine richtig taktische Tiefe rein. Denn sie lösen Spezialappeals aus, die wichtig sind, wenn du die Highscore schlagen willst. Zudem macht das Spiel dann gleich nochmal mehr Spaß. Obwohl es gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden nicht so einfach ist, die Zeit zu finden, sie neben dem Notenbombardement noch auszulösen. Da ich hier filmte, hatte ich zudem bloß eine Hand frei und habe entsprechend nur auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad gespielt. Denn da musste ich nur um 3 Kolumnen kümmern statt um die vollen 5. Und um ehrlich zu sein, ab dem zweiten Schwierigkeitsgrad brennt bei mir hier auch alles durch. In dem aktuellen Idolmaster Smartphone-Spiel schaffe ich durchaus Full Combos auf Expert und komme mit etwas Übung auch auf Master noch mit. Aber plötzlich physische Knöpfe zu haben, ist doch eine ziemliche Umgewöhnung und ich verhau hier so einiges, da es mir einfach noch an Übung fehlt. Und um es mal offen zu sagen, es ist ein japanisches Rhythmusspiel. Ich weiß, was du sehen willst, du weißt, was ich sehen will. Also habe ich auf YouTube mal jemanden gesucht, der ernsthaft gut in dem Spiel ist. Das Spiel hat zudem noch eine richtige Tiefe und gar eine Story. Allen voran kannst du deine Idols mit Kostüm und Accessoires ausstatten. Und das auf eine richtig interessante Art und Weise, denn du schaltest die Gegenstände nicht im Spiel direkt frei. Stattdessen gibt dir der Automat für jede Runde, die du spielst, eine Karte, die du sammeln und einscannen kannst. Hier wechsle ich etwa das Kostüm meiner Idols, indem ich diese Karte an den Scanner hier halte. Diese Gegenstände haben zudem Attribute und wirken sich damit direkt auf deine Punktzahl aus. Zudem levelst du sie im Laufe der Zeit hoch, wodurch sie noch besser werden. Denn dein Spielfortschritt wird gespeichert. Zumindest solange du dich zu Beginn mit einer Arcade-Karte eingeloggt hast. Die erwähnte Geschichte schließlich dreht sich um eine Idol-Agentur und ihre Teilnahme an der sogenannten Mixing Parade. Die wird in Kommunikationsabschnitten erzählt, von denen du in jeder Runde einen ansehen kannst. Im Gegensatz zu den Vorgängern ist dieser aber linear und es gibt keine Abschnitte mehr, wo du eine Antwort aussuchen musst. In einem zweiten Modus gehst du mit einem der Idols auf eine Tour durch ganz Japan. Das ist im Kern eine Erweiterung des Rhythmusmodus mit ein wenig Metagaming. Denn du musst die Outfits deiner Idols hier an die Vorlieben jeder Region anpassen und dazu auch noch sprachlich fit sein, um in den Gesprächen die richtige Antwort geben zu können. Um hier besser zu werden, empfehle ich dir, dich auf meinem Kanal umzusehen, wo ich genau erkläre, wie du Japanisch effektiv lernen kannst. Zudem kannst du mein Buch oder Udemy-Kurs kaufen, um mich zu unterstützen. Obwohl ich bei dem Spiel sagen muss, ich verstehe das Japanisch hier, rätsel aber dennoch meist nur rum, welche Antwort die beste ist. Mal ein Beispiel. Hier sagt Makoto etwa, dass ihr Körper vom vielen Sitzen ganz steif geworden ist. Und ich kann nun folgendes antworten. Erstens, lass uns erstmal entspannen. Zweitens, wenn wir aussteigen, kannst du dich erstmal bewegen. Drittens, soll ich dich massieren? Je nachdem, was ich nun antworte, freut sie sich mehr, was sich auf ihre Leistung in der Aufführung auswirkt. Was letztendlich bedeutet, ich bekomme mehr Punkte. Nur, was sie nun am liebsten hören will? Tja, keine Ahnung. Für diese Aufführungen bekommst du dann auch Ingame-Geld, mit dem du im Shop Gegenstände kaufen kannst, die du dann wiederum den Idols geben kannst.
Wenn du hingegen gerade keine Lust auf Rhythmusspiele hast, gibt es einen Kreativmodus, in dem du etwas entspannen kannst. Denn in dem nutzt du das Mischpult und die Sammelkarten, um dich auf die visuelle Erschaffung einer Aufführung zu kümmern. Mit den Reglern kannst du dann etwa die Scheinwerfer und Zoomstufe der Kamera kontrollieren, die Knöpfe lösen hingegen Spezialeffekte aus. Diese Aufführungen kannst du zudem speichern und dann mit anderen Spielern teilen. Etwas schade aber, ansehen kannst du sie dennoch nur in der Arcade. Im Gegensatz zu etwaigen über den Automaten gemachten Bildern, die du jederzeit über deinen Account herunterladen darfst. Zusammen mit den Karten bekommst du also ein wirklich einzigartiges Souvenir für deine Japan-Reise. Und wenn du das Spiel länger spielen solltest, kannst du dort auch jederzeit deinen Fortschritt überprüfen. Dass der neueste Teil nur in den Arcades erschienen ist, ist zudem keine Neuerung für die Reihe. Sie geht damit nur zurück zu ihren Wurzeln. Denn dass das Spiel so wichtig für Japans Kultur ist, liegt daran, dass es Teil des Arcade-Booms des Landes war. Denn klar, Arcade-Spiele basieren darauf, dass die Spieler immer und immer wieder kommen. Deswegen fragten sich die Entwickler, wie man das am besten erreichen könnte. Die Lösung, indem die Spieler eine Bindung zu den Charakteren aufbauen. Das wollte man schließlich mit einer Idle-Simulation erreichen, in der man Zeit mit den Idols verbringt und sie immer weiter verbessert. Eine Sorge hatten die Entwickler aber. Sie befürchteten, dass es vielen Spielern zu peinlich sein könnte, so ein Spiel in der Öffentlichkeit zu spielen. Die traf aber nicht zu. Zum Release des ersten Idle Master standen die Leute Schlange. Im Gegensatz zu klassischen Arcade-Titeln, die man nur eine Runde spielte, musste man aber natürlich seinen Spielstand speichern können. Über Server und ähnliches ging das seinerzeit noch nicht, da noch keine genügend ausgebaute Infrastruktur existierte. Deswegen nutzte man Karten wie diese hier. Und ja, das sind meine eigenen. Allerdings spielte ich es nicht zu Release. Ich fand jedoch viele Jahre später, nach dem Release von Idolmaster 2, noch eine entsprechende Maschine und probierte es aus. Es blieb aber bei einer Runde, denn seinerzeit lebte ich noch nicht in Japan und meine Sprachkenntnisse reichten noch nicht aus, um es wirklich zu verstehen. Gespielt wird die Reihe zudem nicht nur von Männern. Die Spieler teilen sich etwa 50:50 zwischen beiden Geschlechtern auf. Und das nicht nur, weil es mittlerweile auch männliche Idols gibt. Ich stellte bereits während meines Austauschstudiums in Japan fest, dass gerade Frauen den süßen Stil der weiblichen Charaktere mögen. Und auch hier in der Arcade sehe ich im Regelfall nur Frauen an den Automaten. Wenn du es selbst spielen willst und nicht direkt nach Japan kannst, es gibt die anderen Spiele der Reihe für alle möglichen Plattformen, von Xbox 360 über PS3 und PS4 bis hin zum PC auf Steam und auch Smartphones. Dort dann aber natürlich ohne Mischpult. Und wenn dich japanische Arcade-Spiele interessieren, dann stelle ich dir in dem Video, was ich jetzt einblende, einige von Japans Hightech-Kartenspielen vor, die wie Yu-Gi-Oh! Funktionieren. Karte einscannen und dann mit diesen Einheiten auf einem digitalen Schlachtfeld gegen andere Spieler kämpfen. Hier hingegen sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal.